Einer jeden Seele ist ein Schutzgeist, Schutzengel beigegeben, der sie führt von Beginn des Erdenlebens bis zum Tode. Doch dieser Schutzgeist muss auch den freien Willen des Menschen achten, ansonsten es ohne Frage wäre, dass der Mensch sein Ziel erreicht. Aber er tut alles, um die Seele so zu beeinflussen, dass sie nach oben strebt. Wo aber der Widerstand noch zu groß ist, dort muss er sich beschränken auf das Abwehren von unlauteren Geistwesen, da sie nicht den Menschen in Besitz nehmen, denn dieses ist ihm erlaubt, dass er so lange sich zwischen diese Geistwesen und den Menschen stellt, wie der Mensch selbst nicht zu ihnen verlangt, das heißt, wie er noch nicht ungewöhnliche Laster und Begierden in sich erweckt, die dann jenen Geistern den Eingang zu ihm ermöglichen. Die Schutzgeister sind darum immer bemüht, die Seele zu besänftigen, um sie vor jenen Ungeistern zu bewahren. Sie suchen ferner, den Menschen immer geistig anzuregen, sie wirken so auf den Menschen ein, dass die guten Triebe in ihm angesprochen werden, dass der Mensch veranlasst wird, über sich selbst nachzudenken. Die Schutzgeister versuchen alles, den Menschen geistig zu lenken, und sie hindern darum auch oft die Erfüllung irdischen Wünschen, und sie sind es, die mitunter störend angreifen, wenn der Mensch in Gefahr ist, sich irdisch zu verlieren, und die jede Möglichkeit schaffen, geistigen Kontakt herzustellen, sei es mit der geistigen Welt oder auch mit Erdenmenschen, die geistig streben. Immer werden sie versuchen, das Denken der Menschen geistig zu richten, weil sie erkennen, was den Menschen fehlt, und sie äußerst besorgt sind, sie zum Ziel zu führen, noch auf Erden. Wenn es den Schutzgeistern gelingt, die Sinne des Menschen vorerst geistig zu richten, dann werden sie ihm viele Gelegenheiten schaffen, dass sich die Seele erproben und vollenden kann. Sie werden auch die passenden Bindungen unter den Menschen fördern, denn sie wissen es, wie sie gegenseitig reagieren, und sie können auch die Erfolge vorausschauen und ihnen gemäß das Leben ihrer Schützlinge gestalten. Denn sie sind Gott-gleichen Willens, sie handeln nur in seinem Auftrag, erleuchtet von ihm und erfüllt mit seiner Kraft. Und so geht kein Mensch schutz- oder führungslos durch das Erdenleben. Allen Menschen stehen Führer zur Seite, nur dürfen sie nicht Widerstand leisten, das heißt, sie müssen willig sein, sich von ihnen lenken zu lassen, was sie zum Ausdruck bringen durch das Gebet. Durch den bewussten Anruf Gottes um seinen Schutz und seine Gnade und durch den Willen, das zu tun, was Zweck des Erdendaseins ist. Dann kann er sich bedenkenlos der Führung geistiger Wesen überlassen und sein Denken, Wollen und Handeln wird recht sein. Aber auch denen, die Gott noch nicht erkennen, stehen die Schutzgeister zur Seite. Nur ist es für sie bedeutend schwerer, Einfluss zu gewinnen, aber sie geben ihre Schützlinge nicht auf bis zur Stunde des Todes, denn der Mensch selbst ist zu schwach und er würde versagen, wenn ihm nicht geistige Hilfestellung geleistet würde. Der Mensch ist ein Kind der Welt, weil er ein Kind dessen ist, dem die Welt gehört. Und in Menschen wird stets das Verlangen nach der Welt überwiegen, und sein Erdegang wäre erfolglos, wenn nicht sein Schutzgeist auch sich zeitweise hervordrängen und sich äußern würde, was stets der Fall ist, wenn der Mensch nachdenklich wird, wenn die Welt ihn nicht befriedigt, dann wird er angesprochen von jenem Schutzgeist, der jeden Gedanken des Menschen verfolgt und sofort sich einschaltet, wenn er eine Gelegenheit dazu erkennt. Und sein Anwirken wird darin bestehen, den Menschen die Güter der Welt als wertlos hinzustellen und ihm geistige Güter begehrenswert zu machen. Wenn ihm dies gelingt, dann wendet sich der Mensch mehr und mehr ab von der Welt. Wenn auch aber dessen Widerstand noch zu groß ist, wird der Mensch solche Gedanken unwillig abwehren und sich wieder der Welt zuwenden.
Doch das innere Drängen des Schutzgeistes lässt nicht nach, und es ergeben sich immer wieder Gelegenheiten, wo er hervortreten und sich äußern kann. Und übergroß ist die Freude der geistigen Wesen, wenn es ihnen gelingt, einen Menschen zu wandeln, wenn sie sich von der Welt ab um den geistigen Reich zuwenden. Dann wird mit verstärkten Kräften und verstärktem Liebewillen an ihm gearbeitet, dann ist der Mensch umgeben von Lichtwesen und alles unlautere Geistige wird von ihm verdrängt, und dann ist auch Aussicht, dass der Mensch sich auf Erden noch vollendet, denn der Einfluss der Lichtwelt ist nun immer stärker und jeglicher Widerstand des Menschen ist gebrochen, und das bedeutet gänzliche Hingabe an Gott. Daher bleibt der Mensch nicht ohne Hilfe, so wie er einmal sich bereit erklärt hat, den Rückweg zu Gott anzutreten durch das Hinwenden seines Willens zu Gott. Dann können ihm die Lichtwesen helfen, ohne den freien Willen anzutasten. Dann ist sein Wille der gleiche wie der ihre, zurückzukehren ins Vaterhaus, und dann erfährt der Mensch wahrlich die Hilfe jener Wesen in einem Maße, dass ihm der Rückweg leicht fällt und er auch sicher sein Ziel erreicht. Denn jene Wesen haben große Macht, die sie gerne anwenden, wo ihnen kein Widerstand mehr erwächst. Und der Mensch selbst hat dann den Widerstand gebrochen, wenn er zu Gott verlangt. Auf Erden wie im Jenseits sind Kräfte des Lichtes tätig und verrichten unermüdlich Erlösearbeit. Und wahrlich, es wäre schon die ganze Welt erlöst, wenn nicht der freie Wille des Menschen selbst darüber bestimmen müsste, ob Erlösearbeit an ihm geleistet werden kann oder nicht. Aber es ist auch kein Mensch hilflos, sich selbst überlassen. Sie haben ständig Helfer zur Seite, die der geringsten Willenswandlung achten, um nun anzugreifen und Beistand zu gewähren bis zur Erreichung des Zieles, der Vereinigung mit dem Vater von Ewigkeit. Amen.